So holt euch alle 28 dunkle Operationen-Visitenkarten in Call of Duty Black Ops 7 Zombies. Aktuell ist Nummer 26 immer noch unbekannt und Nummer 27 Astronomical verbuggt. Für die Visitenkarten der Saison 2 mit der Karte Paradox Junction findet ihr eigene Guides in der Beschreibung. Visitenkarte Nummer 1 ist Anathema. Dafür müsst ihr 1 Million Zombies killen. Ihr könnt euren Fortschritt unter Zombies, Karriere, Statistik, Bestenlisten, Zombies unter Eliminierungen sehen. Visitenkarte Nummer 2 ist bis an die Zähne bewaffnet. Dafür müsst ihr 2 Waffen und eure Nahkampfwaffe auf Stufe 3 verbessern, auf legendäre Seltenheit und mit einem Munitionsmod ausrüsten. Zusätzlich müsst ihr noch mindestens 8 Extras haben. Visitenkarte Nummer 3 ist soziale Distanz. Dafür müsst ihr Runde 20 erreichen, ohne Schaden zu nehmen. Nehmt euch dafür eine vollautomatische Waffe auf mittlere oder weite Distanz mit und rüstet einen Schalldämpferaufsatz aus, um mehr Schrott zu bekommen. Rüstet die Täuschgranate aus. Nehmt euch als Kaugummis Lagerkoller, geheime Kraft, Totengabe und Kraftfass mit. Sonst ist noch starre Augen, Instakill oder Auszeit hilfreich. Die ganzen Kaugummis braucht ihr aber nicht unbedingt, da ihr fast nur im Auto seid. Hauptsache ihr nehmt ein paar Kaugummis mit, um schnell die Bären zu killen, von denen 1 bis 2 bis Runde 20 spawnen. Rüstet euch für Stehvermögen die Augmentierung Freifaller aus, um keinen Fallschaden bekommen zu können. Zusätzlich Quarterback und Fußarbeit. Für Juggernaut Schildkrötenpanzer, um von hinten keinen Schaden nehmen zu können, und gehärtete Platten. Für Tempo-Cola klassische Formel und schneller Pitcher. Für Geier-Elixier Geruch des Todes, pingeliger Esser und Aasgepäck. Und für Eselstritt Freiwurf und Gratisbeigabe, um mehrere Äffchen zu bekommen, wenn ihr euch einen herstellt. Rüstet für den hirnvolle Munitionsmod beißende Dämpfe, Erweiterung und Dynamik aus. Rüstet für den Ätherschleier Äthersprint, Extraladung und Erweiterung aus. Startet dann Ashes of the Damned im Standardmodus. Holt euch das Gerät zum Pilze besprühen. Besprüht die ersten paar Runden immer wieder die Pilze, um ca. 1000 Schrott für den hirnvolle Munitionsmod und ein Äffchen zu sammeln. Auch wenn ihr die Pilze nicht verteidigt, lassen sie immer etwas Schrott fallen. Schlagt auch jede Runde seitlich unten an den Snackautomat, um mit Glück gratis Ausrüstung zu bekommen. Passt allgemein in allen Gebieten auf Zombies auf, die unter Autos rauskriechen oder irgendwo an Wänden lehnen und erst angreifen, sobald ihr in der Nähe seid. Bleibt auch am besten dauernd in Bewegung und killt, bis keine Zombies mehr spawnen, erst alle Zombies vor euch. Prüft immer wieder eure Rüstung, ob ihr ein Stück verloren habt. Fehlt ein Stück, habt ihr wahrscheinlich Schaden genommen. Solange der Schaden aber von hinten kam und ihr Juggernaut habt, absorbiert die Panzerung den Schaden komplett. Das geht aber nur, wenn ihr die empfohlene Schildkrötenpanzer-Augmentierung dafür ausgerüstet habt. Ihr verbringt die meiste Zeit, während ihr die Visitenkarte macht, am besten nur im Auto. Ihr bekommt nur Schaden, wenn Zombies das Auto schlagen, kurz bevor es explodiert oder wenn es komplett zerstört wird. Sonst ist mir passiert, dass ich Schaden bekommen habe, als ich rückwärts über einige Verwüster gefahren bin. Und als ich schief über eine Rampe gesprungen bin und seitlich auf 2 Reifen gefahren. Da haben sie mich durchs Fenster geschlagen. Die roten Pilze, die explodieren, machen euch keinen Schaden, nur dem Auto. Passt auch beim Ein- und Aussteigen auf, da ihr auch noch geschlagen werden könnt, obwohl ihr schon halb im Auto sitzt. Setzt euch in Munitionsrunden immer ins Auto oder stellt euch hinter eine Sägeblattfalle und aktiviert sie, damit euch die Verwüster nicht treffen oder von irgendwo anspringen. Fahrt, sobald ihr so 1000 Schrott habt, zur Farm und schaltet den Strom an. Macht dann ein paar Punkte und holt euch Stamina ab und den hirnvolle Munitionsmod. Fahrt dann weiter zu Ashwood und aktiviert den Strom. Fahrt dann weiter zur Ausfahrt 115 und öffnet die Tür zum Diner. Ab nächster Runde spawnt der Koch. Killt ihn und holt euch mit dem Schlüssel, den er fallen lässt, hinten im Diner den Scheusal-Kadaver. Fahrt mit dem Kadaver zurück zu Ashwood und montiert ihn an Tessie. Holt euch dann Juggernaut und verbessert eure Waffe. Fahrt jetzt einfach in Achtern durch Ashwood und schießt hauptsächlich den Scheusalstrahl, um Zombies zu töten. Überfahrt nur die Zombies, was nötig sind. Fahrt dann immer wieder in die Garage und lasst das Auto reparieren. Macht ihr das zu oft, gibt es eine Reparatur-Abklingzeit und das Auto wird für 60 Sekunden nicht repariert. Fahrt dann am besten, bevor es ganz kaputt geht, in eins der anderen Gebiete und repariert es, indem ihr durch die grünen Pilze fahrt.
werft am Ende jeder Runde ein Punktgeschütz. Holt euch Kaugummis, um eure Ausrüstung, Feldaufrüstung oder Munition aufzuladen. Macht das Ganze dann bis Runde 15 und holt euch bis zum Ende der Runde ein Äffchen. Haltet das Äffchen beim Wechsel von Runde 15 auf 16 schon bereit und werft es, sobald die Runde startet und der erste Bär spawnt. Killt schnell den Bär und nutzt, falls ihr ihn nicht gekillt habt, bevor das Äffchen explodiert, den Ätherschleier. Passt aber auf, dass ihr mit dem Äthersprint nicht in den Bär sprintet und haltet weiter Abstand. Passt auf die Bienen, die der Bär spawnen lässt, auf, die machen euch auch, wenn ihr im Auto sitzt, Schaden. Setzt euch dann wieder ins Auto und macht weiter wie bisher. Der nächste Bär kommt zwischen Runde 18 und 20. Werft wieder ein Äffchen oder nutzt den Ätherschleier, sobald ihr einen Bär hört. Sobald ihr Runde 20 erreicht habt, ohne einmal Schaden genommen zu haben, bekommt ihr die Visitenkarte. Ein komplettes Gameplay zu der Visitenkarte findet ihr auf meinem Kanal. Visitenkarte Nummer 4 ist noch eine Runde. Dafür müsst ihr auf einer beliebigen Karte Runde 100 erreichen. Ihr könnt die Visitenkarte mit Visitenkarte Nummer 9 Angeberkarre kombinieren. Für die müsst ihr den Bosskampf in Ashes of the Damned in Runde 100 oder höher abschließen. Springt einfach in der Timeline zur Visitenkarte, dort erkläre ich eine Taktik, wie ihr easy Runde 100 erreicht. Visitenkarte Nummer 5 ist unbesiegbar. Dafür müsst ihr bis Runde 50 überleben, ohne einmal zu Boden zu gehen. Rüstet euch für frühe Runden die Giftpflanzen aus. Nehmt den Kaugummi Kraftfass mit, um euren Ätherschleier wieder aufladen zu können. Schildbürger, um eure Panzerung ein paar Minuten zu verstärken. Und Instakill, nur nicht hier und starre Augen, um euch aus brenzligen Situationen zu retten, falls euer Ätherschleier nicht aufgeladen ist. Rüstet euch für Stehvermögen die Augmentierung Quarterback aus. Für Schnellwiederbelebung letzter Wunsch. Für Juggernog reaktiver Panzer, gehärtete Platten und langlebige Platten. Für Tempo-Cola Munitionszuschuss und schneller Pitcher. Für Geier-Elixier faulige Aufrüstung, Aasgepäck und pingeliger Esser. Für Todeswahrnehmung sechster Sinn. Für Dr. Niete, Dr. Rutscher und Tribologe. Für Eselstritt Freiwurf, voll ausgerüstet und Gratisbeigabe. Und für Elementarlimo Elektrokirsche und Chillbeere. Für eine Waffe für den Tote Leitung Munitionsmod Blitzschlag, Dynamik und Erweiterung. Und für die andere für hirnvolle beißende Dämpfe, Erweiterung und Dynamik. Hirnvolle und Feuer sind die Schwäche von Bären. Rüstet noch für die Giftpflanzen Feldaufrüstung, Nesselstoff, grüner Daumen und Extraladung aus. Und für den Ätherschleier Äthersprint, Extraladung und Erweiterung. Startet dann am besten Ashes of the Damned im Standardmodus. Holt euch das Teil zum Pilze besprühen. Platziert die Giftpflanzen immer wieder auf den Pilzen und sprüht sie jede Runde an. So bekommt ihr gratis Schrott, Ausrüstung, Ätherkristalle, Ätherwerkzeuge und Zufallsextras. Umso höher die Runde ist, desto besser wird der Loot. Schaltet Pack-a-Punch frei. Zusätzlich könnt ihr Klaus wieder zum Leben erwecken, um ihn immer wieder rufen zu können. Wechselt, sobald ihr ausgerüstet seid, wieder zum Ätherschleier und nutzt ihn, falls es mal eng wird. Aktiviert abwechselnd bei der Farm und Ashwood die Sägeblattfallen und lasst sie die Zombies killen, um die Runden schnell und sicher zu beenden. Passt aber auf die Bären und den Doppelgast, der ab Runde 40 jede Runde spawnt, auf, die ignorieren die Fallen. Holt euch für die immer wieder eine Kriegsmaschine oder Jägerbots, um sie schnell zu killen. Den Doppelgast könnt ihr auch immer wieder auf ein Jumppad locken und ihn damit killen, damit er nicht jede Runde wieder spawnt. Killt immer wieder vorbeilaufende Zombies. Wegen der Geier-Elixier-Augmentierung fauliger Aufrüstung erscheint öfter eine Gaswolke. Stellt euch rein, um euren Ätherschleier wieder aufzuladen. Habt ihr Runde 50 erreicht, erhaltet ihr die Visitenkarte. Visitenkarte Nummer 6 ist Bote des Untergangs. Dafür müsst ihr mindestens 100 Zombies mit einer einzigen Punkteserie killen. Ihr könnt die Visitenkarte mit Visitenkarte Nummer 16 Actionheld kombinieren. Für die müsst ihr 100 Zombies killen, ohne nachzuladen. Holt euch dafür auf einer beliebigen Karte eine Kriegsmaschine und spielt so bis Runde 15, damit einige Zombies spawnen. Sammelt einfach immer wieder alle Zombies hinter euch und schießt einmal mit der Kriegsmaschine in die Menge. Killt dann die übrigen paar Zombies mit einer anderen Waffe und wiederholt das die nächsten Runden, bis ihr die Visitenkarte erhaltet. Visitenkarte Nummer 7 ist kistensüchtig. Dafür müsst ihr in einem Spiel 30 verschiedene Waffen aus der mysteriösen Kiste ziehen. Nehmt euch dafür für Tempo-Cola die Augmentierung Schnelles Roulette mit, damit die Kiste deutlich schneller arbeitet. Und für Eselstritt Zombie-Sitter, damit euer Irrlicht den letzten Zombie hält. Startet dann am einfachsten den Überleben-Modus auf einer beliebigen Karte. So bleibt die Kiste dauernd auf der gleichen Position.
Ruft dann euer Irrlicht und killt alle bis auf einen Zombie. Holt euch dann einfach so lange Waffen aus der Kiste, bis ihr die Visitenkarte erhaltet. Visitenkarte Nummer 8 ist mythischer Zyniker. Dafür müsst ihr Runde 50 erreichen, während alle Ashes of the Damned Relikte aktiv sind. Einen Guide, wie ihr euch alle Ashes of the Damned Relikte holt, findet ihr in der Beschreibung. Ihr bekommt dafür auch automatisch Visitenkarte Nummer 19 Einfallsreichtum. Für die müsst ihr Runde 50 mit aktivierten Drachenflügel und Anwaltsfederrelikten erreichen. Nehmt euch dafür als Feldaufrüstung die Giftpflanzen mit. Die könnt ihr auf Pilzen platzieren und euch so durch das Besprühen der Pilze jede Runde gratis Ausrüstung, Ätherwerkzeuge, Ätherkristalle und Zufallsextras holen. Bereitet euch dann noch 2 oder mehr Kaugummi-Pakete vor. Eins für den Anfang des Spiels und die anderen für höhere Runden. Nehmt für den Anfang Kaugummis wie Panzerbeschaffung, Kraftfass und doppelte Punkte mit. Die wichtigsten Kaugummis sind Lagerkoller, da ihr euch keine Munition kaufen könnt, und extrasüchtig. Dadurch könnt ihr trotzdem Drillkugelrelikt, wegen dem ihr eigentlich nur 4 Extras haben könnt, alle Extras bekommen. Falls ihr extrasüchtig nicht habt, könnt ihr dafür auch den Kaugummi Geschmackshex mitnehmen und bekommt so extrasüchtig, wenn ihr Glück habt. Ihr könnt auch durch Zufallsextras von TED-Aufgaben mehr als 4 Extras bekommen. Startet den Verflucht-Modus auf Ashes of the Damned und aktiviert alle 9 Ashes of the Damned Relikte. Baut euch am besten die Necrofluid-Handschuh-Wunderwaffe. Wenn ihr das Spiel nicht beendet und neu ladet, behaltet ihr die Waffe als einzige dauerhaft. Die anderen Waffen ändern sich durch das Samanthas Zeichnung-Relikt jede Runde. Nutzt ab höheren Runden Tessie mit dem Scheusalstrahl zum Killen. Habt sie immer in der Nähe, um einsteigen zu können, falls es mal knapp wird. Ab ca. Runde 30 bekommt ihr durch das Besprühen der Pilze, auch wenn ihr sie nicht verteidigt, immer mindestens 250 Schrott. Das könnt ihr in jedem Gebiet außer dem Saya-Kosmodrom jede Runde machen. Benutzt immer wieder die Fallen bei der Farm und Ashwood. Nutzt die Jump Pads, während eine Falle Abklingzeit hat, und benutzt derweil die andere Falle. So könnt ihr durchgehend eine Falle die Kills machen lassen. Passt aber auf die Spezial- und Elite-Zombies auf, die ignorieren die Fallen. Holt euch für die immer wieder eine Kriegsmaschine oder Jägerbots, um sie schnell zu killen. Den Doppelgas könnt ihr auch immer wieder auf ein Jump-Pad locken und damit killen, damit er nicht jede Runde wieder spawnt. Haltet auch immer nach einem tanzenden Mr. Peaks mit einem Ei in der Hand Ausschau. Ihr hört ihn schon, wenn ihr in der Nähe seid. Schießt ihr ihn ab, bekommt ihr je nach Farbe des Eis viele Zufallsextras, Waffen, Elixier, Punkteserien, Ätherwerkzeug und Ätherkristalle. Nutzt sonst viele Kaugummis, eure Feldaufrüstung und Punkteserien. Holt euch am besten immer am Ende einer Runde neue Ausrüstung und Kaugummis. Vergesst den Lagerkoller-Kaugummi nicht, mit dem ihr auch eure Granaten wieder auffüllt. Aktiviert in höheren Runden immer wieder Klaus, der euch beim Zombieskillen hilft und euch wiederbelebt, solange er aktiv ist. Er bleibt für 3 Minuten und ihr könnt ihn nach ein paar Minuten Abklingzeit immer wieder für 2000 Essenz rufen. Sobald ihr Runde 50 erreicht, erhaltet ihr die Visitenkarte. Visitenkarte Nummer 9 ist Angeberkarre. Dafür müsst ihr das Ashes of the Damned Easter Egg in Runde 100 oder höher abschließen. Ihr bekommt so auch die 4. Visitenkarte noch eine Runde, für die ihr Runde 100 erreichen müsst. Rüstet für die Armbrust den Dreifachbolzen und Explosivbolzen aus und erstellt eine Zombie-Bauart. Rüstet am Anfang die Giftpflanzenfeldaufrüstung mit irgendeiner großen Augmentierung außer Zokorie und die kleinen Augmentierungen Extraladung und grüner Daumen aus. Rüstet für den Ätherschleier die Augmentierungen Äthersprint, Extraladung und Erweiterung aus. Die braucht ihr für den Bosskampf. Bereitet euch 2 Kaugummi-Pakete vor. Für den Anfang des Spiels Kaugummis, durch die ihr Extras bekommt und zusätzlich Lagerkoller. Und eins für den Bosskampf mit Gratisfeuer, Regentropfen und Kraftpass. Rüstet für Stehvermögen Sprinter, hartes Ziel und Quarterback aus. Für Schnellwiederbelebung äquivalenter Austausch, langsamer Tod und Notfallverbandkasten. Für Juggernaut probiotisch, gehärtete Platten und langlebige Platten. Für Tempo-Cola klassische Formel, schneller Pitcher und Taschenspielerkunst. Für Gaia-Elixier faulige Aufrüstung, Aasgepäck und pingeliger Esser. Für Todeswahrnehmung 6. Sinn. Für Dr. Niete Dr. Rutscher, Umweltschützer und Tribologe. Für Eselstritt Freiwurf, voll ausgerüstet und Gratisbeigabe. Für Todesdaikiri toter Kopf, totes Rennen und toter Satz.
Für Doppelschuss doppelte Wirkung, Eiltempo und doppeltes Kaliber. Für Elementar-Limo Citrus-Fokus, Verwundbohne und Chillbeere. Und für Irrlicht-Tee Maske der Güte, Erweiterung und Dynamik. Startet Ashes of the Damned im Verflucht-Modus mit den Relikten Teddybär, Saat, Vrillkugel, Spinnenbeute und Drache. So könnt ihr euch die goldene Panzerung holen und eure Waffe auf Stufe 4 und Seltenheit Ultra verbessern. Kauft euch so früh es geht 4 Extras. Macht immer die TED-Aufgaben, um mehr als 4 Extras zu bekommen und benutzt dafür die Kaugummis extrasüchtig oder aufs Haus. Platziert, sobald ihr alle Extras habt, immer wieder Giftpflanzen auf den grünen Pilzen und sprüht sie an. Durch die Zufallsextras aus den Pflanzen könnt ihr nicht mehr als 4 Extras bekommen, aber die dauerhaften Extras könnt ihr euch damit holen. Wechselt auch immer am Anfang einer Runde das Gebiet, um mit Glück Mr. Peaks mit einem Eiglücksbringer zu treffen, aus dem ihr einige Zufallsextras bekommt. Rüstet, sobald ihr alle dauerhaften Extras habt, den Ätherschleier aus. Macht nebenbei alle Schritte für das Haupt-Easter Egg. Lasst aber beim Blackwater-See das Relikt in dem Kästchen, damit ihr Klaus immer wieder rufen könnt. Der kann euch wiederbeleben, wenn ihr mal down geht. Holt euch die Armbrust aus der mysteriösen Kiste, behaltet den Necrofluid-Handschuh und holt euch noch eine Strahlenkanone. Mit der Strahlenkanone könnt ihr euch bis zu 3-mal selbst wiederbeleben. Verbessert eure Waffen bis Runde 100 auf Stufe 4 und die Armbrust noch auf Seltenheit Ultra. Aktiviert abwechselnd bei der Farm und Ashwood die Sägeblattfallen und lasst sie die Zombies killen, um die Runden schnell und sicher zu beenden. Passt aber auf die Bären und den Doppelgast, der ab Runde 40 jede Runde spawnt, auf, die ignorieren die Fallen. Holt euch für die immer wieder eine Kriegsmaschine oder Jägerbots, um sie schnell zu killen. Sonst sind Feuer und Hirnfäule die Schwäche von Bären. Den Doppelgast könnt ihr auch immer wieder auf ein Jump-Pad locken und damit killen, damit er nicht jede Runde wieder spawnt. Schießt immer wieder mit dem Necrofluid-Handschuh und macht den Stachelüberladen-Angriff, damit euch das Geld nicht ausgeht. Verbessert eure Waffen auf die höchste Stufe. Schaut in Runde 100, dass ihr 2 Ätherschleierladungen habt. Holt euch die Kaugummis für den Bosskampf, Äffchen, ein Selbstwiederbelebungskit und die Kriegsmaschine. Startet dann den Bosskampf. Spielt ihr Solo und geht beim Boss so oft down, dass ihr nur noch euer Selbstwiederbelebungskit habt, könnt ihr das Spiel speichern und beenden. Holt euch dann ein neues Selbstwiederbelebungskit, beendet die Runde und startet den Bosskampf nochmal. So könnt ihr ihn immer wieder wiederholen. Seid ihr mehr als 2 Spieler, ist es hilfreich, wenn einer zu Fuß durch die Arena läuft und die anderen beiden mit Tessie fahren. So konzentriert der Boss nicht alle Schüsse nur auf Tessie und ihr geht nicht alle gleichzeitig drauf, falls was schief geht. Sammelt die grünen Pilze nur ein, wenn ihr sie auch braucht, da sie im Verflucht-Modus nur nach einer Immunphase neu spawnen. Nutzt zum Reparieren von Tessie immer den Ätherschleier oder ein Äffchen, wenn der Boss gerade nicht auf euch schießt. Nehmt den Kraftfass und Regentropfen-Kaugummi nur, wenn ihr alle keinen Ätherschleier mehr habt. Benutzt gegen Bären die Kriegsmaschine. Fahrt am besten dauernd langsam in Richtung Außenbereich der Arena, bis die roten Kreise am Boden erscheinen und weicht erst dann seitlich aus und gebt Gas. Nutzt zum Ausweichen viel die Handbremse. Nehmt, wenn ihr zu Fuß unterwegs seid, das Messer in die Hand, damit ihr schneller seid und ändert auch immer wieder die Richtung. Lauft nie nur in einer geraden Linie, sonst trifft euch der Boss immer. Aktiviert immer wieder den Scheusalstrahl und rammt den Boss mit eurem Schub, sobald er bereit ist, um eine Schwachstelle freizulegen. Seid ihr auf der Seite mit der Schwachstelle, bemerkt euch der Boss kurz nicht. Ihr könnt dann mit der Armbrust draufhalten oder euer Fahrzeug reparieren. Ihr könnt auch warten, bis er das Fahrzeug packt, dann erscheint eine Schwachstelle unter ihm. Schießt mit der Armbrust auf die Schwachstellen oder rammt ihn, bis seine Immunphase kommt. Schießt ihr in einer Immunphase mit dem Geschütz von Tessie auf den Boss, erscheint immer ein neuer Lichtstrahl. Bekämpft ihn so, bis ihr in der letzten Phase seid. Unterbrecht in der letzten Phase den Strahl, den der Boss auflädt, mit dem Schub von Tessie. Steigt dann schnell aus, nehmt den Gratis-Feuer-Kaugummi und haltet mit der Armbrust auf den Boss und die Phase ist schnell beendet. Gebt ihm nach der letzten Immunphase den Rest und sobald er down ist, erhaltet ihr die Visitenkarte. Einen ausführlichen Guide zum Bosskampf und ein ganzes Gameplay mit dem Bosskampf in Runde 100 findet ihr in der Beschreibung. Visitenkarte Nummer 10 ist Reliktsucher.
Dafür müsst ihr alle 9 Relikte in Ashes of the Damned sammeln. So holt ihr euch alle 9 Ashes of the Damned Relikte. Sobald ihr einmal das Easter Egg in Ashes of the Damned im Standardmodus geschafft habt, wählt Weiterspielen. Ihr könnt dann beim Blackwater See neben dem Spot für die mysteriöse Kiste mit der Truhe, die dort erscheint, interagieren und schaltet so im Hauptmenü den Verflucht-Modus frei. Startet ihr ein Spiel im Verflucht-Modus, könnt ihr Relikte sammeln. Die Relikte sind dazu da, das Spiel auf verschiedene Arten schwieriger zu machen, wodurch ihr aber je nachdem, wie viele Relikte ihr aktiviert habt, neue Optionen im Spiel freischaltet. Aktiviert ihr so viele Relikte, dass Stufe 1 freigeschaltet ist, könnt ihr euch die goldene Panzerung kaufen. Die könnt ihr euch beim Panzerungsmannkauf für 45.000 Punkte holen, nachdem ihr die lila Panzerung gekauft habt. Die goldene Panzerung lädt sich durchgehend automatisch wieder auf, auch wenn ihr keine Panzerplatten habt, und reduziert den erlittenen Schaden noch weiter. Auf Stufe 2 schaltet ihr die Waffenseltenheit Ultra frei. Die könnt ihr euch beim Arsenal für 8000 Schrott kaufen, wodurch die Waffe noch mehr Schaden macht als in legendärer Seltenheit. Und auf Stufe 3 schaltet ihr eine weitere Verbesserung mit Packer Punch frei. Dadurch könnt ihr eure Waffe für 100.000 Punkte auf Stufe 4 verbessern. Die 3 düstere Relikte könnt ihr euch ab Runde 20 holen. Die 3 finstere Relikte könnt ihr euch ab Runde 40 holen und nur wenn ihr so viele Relikte aktiviert habt, dass Stufe 1 freigeschaltet ist. Und die 3 Boshaft-Relikte könnt ihr euch ab Runde 60 holen und nur wenn ihr so viele Relikte aktiviert habt, dass Stufe 2 freigeschaltet ist. Ihr könnt euch so viele Relikte ihr wollt in einem Spiel holen. So holt euch das erste düstere Relikt die Anwaltsfeder. Ab Runde 20 könnt ihr 3 Kerzen entzünden. Holt euch dafür Molotovs oder den Napalm-Salve-Munitionsmod. Schießt dann die 3 Kerzen in einer beliebigen Reihenfolge ab. Eine ist bei Ashwood rechts neben Juggernog im Regal. Eine zwischen Blackwater See und Ashwood in der Hütte auf einer Kommode. Und eine bei der Vandorn Farm oben im Bauernhaus auf dem Nachttisch neben dem Bett. Habt ihr alle 3 entzündet, erscheint bei der Farm ein grünes Portal, bei dem ihr eine Herausforderung starten könnt. Ihr müsst für die Herausforderung im Bereich der Farm bleiben und 4 Wellen abschließen, in denen nur Schockmimiker spawnen. Habt ihr eine Herausforderung geschafft, werdet ihr zurück teleportiert und erhaltet das Relikt als Belohnung, das ihr dann im Verflucht-Modus auswählen könnt. Wenn ihr die Anwaltsfeder auswählt, erscheinen öfter Objekte, die sich als Ausrüstung tarnen und zu einem Mimiker werden, wenn ihr zu nah rangeht oder es anschießt. So holt euch das zweite düstere Relikt den Drachenflügel. Ab Runde 20 erscheinen zwischen dem Spawn und der Farm, wenn ihr mit dem Jump-Pad springt, 3 lila Kreise. Schießt sie in einer beliebigen Reihenfolge ab und ihr hört Mr. Peaks lachen. Es erscheint jetzt bei der Farm ein grünes Portal, wo ihr eine Herausforderung starten könnt. Ihr erhaltet während der Herausforderung 180 Schaden, wenn ihr ein Power-Up einsammelt und die Power-Ups haben sonst keinen Effekt. Es werden während der Herausforderung extrem viele davon fallen gelassen. Ihr müsst für die Herausforderung im Bereich der Farm bleiben und 4 Wellen abschließen. Wenn ihr das Relikt auswählt, werden keine Power-Ups mehr von Zombies fallen gelassen, auch nicht in Munitionsrunden. So holt euch das dritte düstere Relikt den Teddybär. Nehmt euch als Feldaufrüstung den Ätherschleier mit Extraladung und Koop noch Gruppenschleier mit. Als Kaugummis Ladespezialist und Kraftfass. Für die Prüfung ist Instakill noch hilfreich. Schaltet dann Packer Punch frei und baut euch die Necrofluid Handschuh Wunderwaffe und wertet sie am besten auch bis Runde 20 zweimal auf, die hilft euch bei der Prüfung. Ihr müsst jetzt im Ätherschleier 10 Mr. Peaks auf der Karte mit dem Handschuh an euch ranziehen, indem ihr auf eine feste Oberfläche nah bei ihm schießt und dann nachladet. Ihr seht ihn nur während ihr im Ätherschleier seid und es ist egal, wer den Ätherschleier aktiviert. 9 findet ihr vor Runde 20 und der 10. erscheint erst ab Runde 20. Die Reihenfolge, in der ihr sie einsammelt, ist egal. Einer ist beim Spawn bei der Ausfahrt Richtung Blackwater See oben links auf dem Tor. Einer bei der Farm bei dem Silo oben rechts auf der Plattform. Einer zwischen der Farm und Ashwood, unten in dem Schiffswrack hinter der Treppe, oben auf einem Fass.
Einer, wenn ihr vor der Garage in Ashwood steht, in der Kirche auf der oberen Etage. Noch einer ist in Ashwood links über der Telefonzelle beim Jumppad oben auf der Treppe. Einer ist zwischen Ashwood und dem Blackwater-See oben rechts auf dem Holzlager. Einer beim Blackwater-See in dem Raum mit Tempo-Cola hinter der Barrikade in der Toilette. Einer beim Saya-Kosmodrom, wenn ihr vor der Rakete steht, auf dem Telefonmast ganz links. Noch einer ist im Saya-Kosmodrom links von der Werkbank hinter der Barrikade auf der Maschine. Und der letzte taucht ab Runde 20 bei Ausfahrt 115 auf und ist, wenn ihr auf dem Dach mit dem Spot für die mysteriöse Kiste steht, oben links auf dem Schild bei der Straße. Habt ihr alle eingesammelt, hört ihr Mr. Peaks lachen. Jetzt könnt ihr bei der Farm die Herausforderung starten, während der euch jeder Schuss 100 Punkte kostet. Nehmt euch also am besten Kaugummis wie Instakill, eine Abschussserie, Primärgranaten und Waffen, die mit einem Schuss viel Schaden machen, wie eine Schrotflinte, ein Scharfschützengewehr oder eine Wunderwaffe mit. Bei der Herausforderung müsst ihr 4 Wellen im Bereich der Farm abschließen. Wenn ihr das Relikt auswählt, ist die Zeit beim Rundenwechsel um 75% kürzer. So holt euch das erste Finsterrelikt, die Vrillkugel. Ihr könnt alle Finsterrelikte nur finden, wenn ihr den Verflucht-Modus startet und so viele Relikte aktiviert habt, dass Stufe 1 freigeschaltet ist. Nehmt euch für die Herausforderung am besten die Kaugummis maximale Munition und Instakill mit. Baut euch am besten den Necrofluid-Handschuh und verbessert ihn 3-mal mit Pack-a-Punch, da ihr euch während der Herausforderung nichts kaufen könnt. Ab Runde 40 spawnt ein Doppelgast und jede Runde spawnt auch wieder ein neuer. Ihr müsst jetzt einen Doppelgast mit einem Jumppad killen. Springt dafür immer wieder mit einem Jumppad, wenn er direkt hinter euch ist. Das kann ein paar Versuche dauern. Sobald ihr ihn damit in die Luft schleudert, stirbt er und ihr hört Mr. Peaks lachen. Es erscheint jetzt beim Saya-Kosmodrom ein gelbes Portal, bei dem ihr eine Herausforderung starten könnt. Ihr könnt euch während der Herausforderung nichts kaufen. Nehmt euch daher am besten Kaugummis wie maximale Munition und Instakill mit, eine Abschussserie wie das Geschütz und Äffchen oder Kasimir-Granaten. Wenn ihr das Relikt auswählt, kann jeder Spieler nur noch maximal 4 Extras haben. Wenn ihr den Extrasüchtig-Kaugummi benutzt oder Zufallsextras bekommt, könnt ihr euch aber trotzdem mehr als 4 Extras holen. So holt euch das zweite Finsterrelikt Samanthas Zeichnung. Aktiviert dafür am besten das Relikt Drache. Nehmt euch dann noch den Lagerkoller-Kaugummi mit. Baut euch für die Herausforderung am besten den Necrofluid-Handschuh. Ihr müsst, um die Herausforderung starten zu können, den Mülleimer-Mampfer in aufsteigender Reihenfolge mit einer Waffe jeder Seltenheit füttern. Das muss nicht alles in einer Runde sein und auch nicht im selben Gebiet. Sucht also den wackelnden Mülleimer. Den gibt es in jedem Gebiet der Karte einmal, aber es wackelt immer nur einer, den ihr dann füttern könnt. Füttert ihn erst mit einer grauen Waffe, dann mit einer grünen, dann mit einer blauen, dann mit einer epischen und dann mit einer legendären. Füttert ihn sonst mit keinen anderen Waffen. Das könnt ihr auch schon vor Runde 40 machen, ihr dürft das Spiel dazwischen aber nicht beenden und neu laden, sonst funktioniert es nicht. Füttert Mampfer dann ab Runde 40 mit einer Wunderwaffe. Den Necrofluid-Handschuh könnt ihr ihm nicht geben, holt euch also eine Strahlenkanone aus der Kiste durch das Zerstören der lila Pilze mit Tessie oder Ted-Aufgaben. Sobald ihr ihn mit der Wunderwaffe gefüttert habt, hört ihr Mr. Peaks lachen. Es erscheint jetzt beim Saya-Kosmodrom links neben dem Spot für die mysteriöse Kiste ein gelbes Portal, bei dem ihr eine Herausforderung starten könnt. Nehmt euch dafür eine Kriegsmaschine und Äffchen oder Kasimir-Granaten mit. Während der Herausforderung sind Munitionskisten und der maximale Munition-Kaugummi deaktiviert und ihr müsst im Bereich vom Saya-Kosmodrom 5 Wellen abschließen. Nehmt für die verstärkten Ziele einfach die Kriegsmaschine und stellt euch immer wieder Ausrüstung und Punkteserien beim Handwerkstisch her. Wenn ihr das Relikt auswählt, werden eure Waffen und eure Nahkampfwaffe jede Runde zufällig mit einer anderen ausgetauscht, die aber die Seltenheit und Waffenstufe beibehalten. So holt euch das dritte Finsterrelikt, den Fokussierungsstein. Nehmt euch für die Herausforderung die Kaugummis maximale Munition, Zeitgeschenk und Instakill mit. Der Kaugummi Auszeit ist auch noch hilfreich.
Als Feldaufrüstung ist die beste der Ätherschleier. Baut euch am besten die Necrofluid-Handschuh und verbessert ihn dreimal mit Pack-a-Punch, da euch während der Herausforderung all euer Geld weggenommen wird. Ab Runde 40 könnt ihr 2 Weinflaschen sammeln. Eine lässt ein Bär fallen, wenn ihr einen nach Runde 40 im Nahkampf tötet. Ihr könnt ihn noch anders schwächen, aber der letzte Schlag muss Nahkampfschaden sein. Und eine andere bekommt ihr, indem ihr eine TED-Aufgabe auf Legendär abschließt. Die Flasche liegt dann vor der Kiste. Die TED-Aufgaben spawnen circa alle 5 Runden. Geht mit den 2 Flaschen dann zum Blackwater-See. Tötet alle bis auf einen Zombie. Startet dann am besten eine Bildschirmaufnahme oder legt euch was zum Notieren bereit. Nutzt den Ätherschleier oder Auszeit-Kaugummi, damit ihr eure Ruhe habt, und stellt die Flaschen unten in der Hütte auf die Bar zu den anderen Flaschen. Die Flaschen platzen dann nacheinander und ihr müsst euch die Reihenfolge merken. Die Flaschen tauchen dann wieder auf und ihr müsst sie in der Reihenfolge, in der sie geplatzt sind, kaputt schießen. Habt ihr es richtig gemacht, hört ihr Mr. Peaks lachen. Falls die Reihenfolge falsch war, könnt ihr die Flaschen immer wieder kaputt schießen, aber die Reihenfolge wird euch nicht nochmal gezeigt. Es erscheint jetzt beim Saya-Kosmodrom in dem Raum mit Dr. Nita ein gelbes Portal, bei dem ihr eine Herausforderung starten könnt. Euch wird während der Herausforderung alle euer Geld genommen und ihr bekommt auch während der Herausforderung keins. Nach der Herausforderung bekommt ihr euer Geld aber wieder zurück. Nehmt euch daher am besten Kaugummis wie maximale Munition und Instakill mit, eine Abschussserie und Äffchen oder Kasimir-Granaten. Ihr müsst für die Herausforderung im Bereich vom Saya-Kosmodrom 5 Wellen abschließen. Wenn ihr das Relikt auswählt, könnt ihr euch selbst nicht mehr wiederbeleben und könnt euch auch keine Selbstwiederbelebungskits kaufen. So holt euch das erste Boshaft-Relikt den Bus. Ihr könnt alle Boshaft-Relikte nur finden, wenn ihr den Verflucht-Modus startet und so viele Relikte aktiviert habt, dass Stufe 2 Waffenseltenheit Ultra freigeschaltet ist. Aktiviert dafür am besten die Relikte Drachenflügel, Teddybär, Vrillkugel und Fokussierungsstein. Nehmt euch für die Herausforderung die Kaugummis Modifiziertes Chaos und Auffüllen mit. Extrasüchtig ist noch hilfreich, da ihr so trotz dem Vrillkugelrelikt alle Extras bekommt. Rüstet euch für den hirnvolle Munitionsmod Beißende Dämpfe und Dynamik aus. Und für Elementar-Limo Citrusfokus und Chillbeere. Spielt bis Runde 60. Ab Runde 60 müsst ihr eine Runde nur mit Kills durch Fallen oder Ultessi beenden und dürft während der ganzen Runde auf keine andere Art Schaden machen. Wartet dafür am besten auf eine Munitionsrunde. Aktiviert dann eine Sägeblattfalle und stellt euch in die Nähe, dann solltet ihr die Runde mit einer Aktivierung der Falle beenden. Falls nicht, überfahrt die restlichen Verwüster mit Tessie. Es gibt Fallen in der Farm, in Ashwood beim Handwerkstisch und bei Ausfahrt 115 im Diner. Lauft vor dem Bär und Doppelgast, die wegen den anderen Relikten spawnen, einfach weg, die zählen nicht zur Runde. Habt ihr es geschafft, hört ihr Mr. Peaks lachen. Ihr könnt jetzt beim Bootshaus beim Blackwater-See bei dem roten Portal die Herausforderung starten. Holt euch dafür eure Kaugummis, den hirnvolle Munitionsmod, Psychotrop-Granaten und die goldene Rüstung. Ihr müsst für die Herausforderung im Bereich vom Blackwater-See 6 Wellen abschließen. Während der Herausforderung können Zombies nur durch hirnvolle Zombies getötet werden. Lauft einfach Runden und schießt immer wieder in die Menge. Mit dem Kaugummi auffüllen laden sich eure Granaten für 5 Minuten mit der Zeit wieder auf und ihr könnt euch auch welche im Werkzeugschuppen beim Handwerkstisch kaufen. Wenn ihr das Relikt auswählt, regenerieren Feinde Gesundheit. So holt euch das zweite Boshaft-Relikt den Drache. Aktiviert dafür am besten die Relikte Drachenflügel, Teddybär, Vrillkugel und Fokussierungsstein. Nehmt euch den Ätherschleier mit Extraladung mit. Rüstet Koop-Gruppenschleier und Solo-Äthersprint aus. Bereitet euch 2 Kaugummi-Pakete vor. Eins für den Bosskampf und eins für die Herausforderung. Eins mit Kraftfass, Regentropfen und Schildbürger für den Bosskampf. Extrasüchtig ist noch nice, da ihr so trotzdem Vrillkugelrelikt alle Extras bekommt. Und das Paket für die Herausforderung mit Auffüllen, explosiver Abschluss und modifiziertes Chaos und wunderbar. Rüstet bei dem Splitter-Explosion-Munitionsmod noch Explosionskette und Explosionsschub aus. Spielt dann bis Runde 60 und macht bis dahin die Schritte für das Easter Egg. Holt euch am besten die Strahlenkanone und behaltet den Necrofluid-Handschuh. Ab Runde 60 müsst ihr den Bosskampf abschließen. Nehmt dafür auf jeden Fall die Kaugummis zum Ätherschleier auffüllen und die goldene Panzerung mit. Schließt dann den Bosskampf ab. Beim Bosskampf im Verflucht-Modus spawnen die grünen Pilze immer nur nach einer Immunphase und es spawnen zwischendurch noch vereinzelt Bären. Einen ausführlichen Guide für das Ashes of the Damned Easter Egg findet ihr in der Beschreibung.
Habt ihr den Bosskampf geschafft, geht auf Weiterspielen und ihr hört Mr. Peaks lachen. Es erscheint jetzt beim Blackwater-See rechts neben dem Vordereingang der Hütte ein rotes Portal, bei dem ihr eine Herausforderung starten könnt. Während der Herausforderung nehmen Zombies nur durch Explosionen Schaden. Nehmt euch dafür am besten die normale Strahlenkanone, den Necrofluid-Handschuh oder alternativ eine Waffe mit dem Splitter-Explosion-Munitionsmod mit. Holt euch dann noch eure Kaugummis, Granaten und Äffchen und startet die Herausforderung. Ihr müsst für die Herausforderung im Bereich vom Blackwater-See 6 Wellen abschließen. Nutzt viele Äffchen und ihr könnt euch auch welche beim Handwerkstisch im Werkzeugschuppen nachkaufen. Passt aber auf, die HRZ-Ziele und Bären ignorieren Äffchen. Lauft sonst Runden, schießt vor euch mit dem Necrofluid-Handschuh auf den Boden und macht den stachelüberladen Angriff. Nehmt sonst die Strahlenkanone, die ist stark gegen die verstärkten Ziele. Wenn ihr das Relikt auswählt, sind alle Munitionskisten auf der Karte deaktiviert. Und so holt ihr euch das dritte Boshaft-Relikt, die Blutviolen. In Runde 20 spawnt ein klingelndes Telefon auf der Karte. Ihr hört es schon, auch wenn ihr noch ein Stück weit weg seid. Ihr findet es an einer von 9 möglichen Positionen. Ein Spot ist beim Spawn im Raum mit Schnellwiederbelebung auf dem Tisch. Einer bei der Farm, wenn ihr ins Bauernhaus vorne reingeht, links auf dem Tisch. Einer zwischen Ashwood und Blackwater-See, kurz vor der Einfahrt zum Blackwater-See in der Hütte, unten vor der Treppe auf dem Tisch. Einer beim Blackwater-See hinten im Werkzeugschuppen. 2 sind in Ashwood. Einer, wenn ihr vor der Garage mit der Seilwinde hochfahrt, links in dem Gebäude auf dem Tisch. Und einer in dem Handelsladen auf dem Tresen. 2 sind bei Ausfahrt 115. Einer in der Garage, links von Todesdakiri in dem Shop, rechts vor dem Ausgang. Und einer im Diner auf dem Tresen. Und ein letzter beim Saya-Kosmodrom im Kontrollraum neben dem Irrlicht-T-Extra. Haltet beim Telefon die Aktionstaste gedrückt, bis ihr ein Geräusch hört und es verschwindet. In Runde 30 spawnt das nächste klingelnde Telefon an einer der 9 möglichen Positionen. Das nächste spawnt in Runde 40, dann in Runde 50 und dann in Runde 60. Interagiert immer damit, sobald es spawnt, und habt ihr 5-mal das klingelnde Telefon aktiviert, hört ihr Mr. Peaks lachen. Es erscheint dann beim Blackwater-See in der Hütte ein rotes Portal, bei dem ihr eine Herausforderung starten könnt. Während der Herausforderung machen eure Waffen nur halb so viel Schaden wie sonst. Wenn ihr das Relikt auswählt, sind alle Augmentierungen deaktiviert. Visitenkarte Nummer 11 ist schwerer Modus. Dafür müsst ihr das Ashes of the Damned Easter Egg machen und die Relikte Bus, Drache und Blutviolen aktiviert haben. Macht die Visitenkarte auf jeden Fall mindestens zu zweit, da der Boss, sobald er ca. 5 Sekunden keinen Schaden bekommt, anfängt Leben zu regenerieren. Erstellt euch eine Bauart für die Pistole Koda. Den Waffenbauart-Code findet ihr in der Beschreibung. Damit seid ihr schnell, macht gut Schaden und könnt euch bis zu 3-mal selbst wiederbeleben. Rüstet für Stehvermögen Waffen hoch, hartes Ziel und Quarterback aus. Für Schnellwiederbelebung äquivalenter Austausch, karmische Rückkehr und langsamer Tod. Für Juggernog probiotisch, gehärtete Platten und langlebige Platten. Für tempokoler Munitionszuschuss, schneller Pitcher und Taschenspielerkunst. Für Todeswahrnehmung 6. Sinn. Für Eselstritt Packesel. Und für Todesdakiri totes Rennen. Rüstet euch den Ätherschleier mit Gruppenschleier, Extraladung und Erweiterung aus. Erstellt euch dann noch 2 Kaugummi-Pakete. Nehmt euch für die frühen Runden die Kaugummis Zeitgeschenk, doppelte Punkte und gratis Feuer mit. Und für den Bosskampf die Kaugummis Nahtoderfahrung oder Nachgeschmack, Regentropfen und Kraftfass. Ihr bekommt im Verflucht-Modus auch für Körpertreffer Punkte. Nutzt das mit euren Startkaugummis aus, um früh viele Punkte zu machen, damit ihr so schnell es geht den Bosskampf starten könnt. Macht so früh es geht alle Schritte für das Haupt-Easter Egg. Bereitet euch auf den Bosskampf mit der goldenen Panzerung und der verbesserten Koda vor. Holt euch dann noch die wichtigsten Extras, ein Selbstwiederbelebungskit, Äffchen oder Kasimir-Granaten und den Todbringer. Nehmt dann noch die Kaugummis für den Bosskampf mit, um den Ätherschleier wieder aufzuladen und Nahtoderfahrung oder Nachgeschmack. Seid ihr mehr als 2 Spieler, ist es hilfreich, wenn einer zu Fuß durch die Arena läuft und die anderen beiden mit Tessie fahren. So konzentriert der Boss nicht alle Schüsse nur auf Tessie und ihr geht nicht alle gleichzeitig drauf, falls was schief geht.
Nach ca. 5 Sekunden fängt der Boss an, Leben bis zu einem bestimmten Punkt zu regenerieren, wenn er keinen Schaden bekommt. Schießt den Boss also, wenn ihr lauft, immer wieder kurz an und der am Geschütz hält am besten durchgehend auf den Boss. Schießt auch während den Immunphasen weiter mit dem Geschütz von Tessie auf den Boss. So triggert ihr, dass ein neuer Lichtstrahl erscheint. Aktiviert als Fahrer immer wieder den Scheusal-Strahl und rammt den Boss, sobald euer Schub bereit ist, am besten in seine Schwachstelle. Sammelt die grünen Pilze nur ein, wenn ihr sie auch braucht, da sie im Verflucht-Modus nur nach einer Immunphase neu spawnen. Einen ausführlichen Guide zum Ashes of the Damned Bosskampf findet ihr in der Beschreibung. Nutzt, sobald jemand down geht, Nahtoderfahrung, um euch wieder zu beleben. Sprecht euch beim Reparieren von Tessie ab, damit nur einer seinen Ätherschleier benutzt. Schießt, nachdem ihr den Schild vom Boss in einer Immunphase zerstört habt, am besten mit dem Todbringer auf die Schwachstelle, um die Immunphasen schnell zu beenden. Sobald der Boss down ist, erhaltet ihr die Visitenkarte. Visitenkarte Nummer 12 ist geblitzt. Dafür müsst ihr das Ashes of the Damned Easter Egg machen und den Boss in unter einer Stunde besiegen, während die Relikte Teddybär und Samanthas Zeichnung aktiv sind. Rüstet dafür für Stamina, Sprinter und hartes Ziel und wenn möglich noch heißer Fuß aus. Für schnell Wiederbelebung, äquivalenter Austausch und langsamer Tod. So könnt ihr euch selbst bis zu 3-mal wiederbeleben, wenn ihr im Eliminator genug Schaden macht und behaltet auch alle eure Extras. Für Tempo-Cola schneller Pitcher. Für Todeswahrnehmung 6. Sinn. Für Dr. Niete, Dr. Rutscher und Tribologe. Für Eselstritt Freiwurf und Gratisbeigabe. Und für Irrlichttee, Maske der Güte und Erweiterung und wenn möglich noch Dynamik. Rüstet euch den Ätherschleier mit den Augmentierungen Äthersprint und Extraladung und wenn möglich noch Erweiterung aus. Bereitet euch dann noch 2 Kaugummi-Pakete vor. Eins für den Anfang des Spiels und eins für den Bosskampf. Nehmt für den Anfang extrasüchtig, Wandkraft, geheime Kraft, Panzerbeschaffung und Geschenkgutschein mit. Nehmt, falls ihr extrasüchtig nicht habt, Geschmackshex mit. Und für den Bosskampf Schildbürger oder Koop stattdessen Nahtoderfahrung und Regentropfen und Kraftfass, um den Ätherschleier wieder aufzuladen. Koop ist die Visitenkarte deutlich leichter, da ihr euch die Aufgaben aufteilen könnt. Solo ist das Ganze ziemlich knapp und ich habe es 2-mal knapp in unter einer Stunde geschafft. Startet dann den Verflucht-Modus auf Ashes of the Damned mit den Relikten Teddybär und Samanthas Zeichnung. Bei der Taktik benutzt ihr im Bosskampf nur Tessie und müsst euch nicht weiter um Waffenverbesserungen kümmern. Holt euch, sobald ihr könnt, die goldene Panzerung, die ist das Wichtigste für den Bosskampf. Aktiviert direkt am Anfang den Krawallstarter. Nutzt extrasüchtig oder Geschmackshex, um euch alle Extras zu holen. Nehmt Wandkraft, holt euch eine verbesserte Waffe und benutzt geheime Kraft. Holt und nehmt dann noch die Kaugummis Panzerbeschaffung und Geschenkgutschein. Bleibt bis Runde 8 beim Spawn und beendet schnell die Runden. Besprüht auch keine Pilze, sonst dauern die Runden zu lange. Deaktiviert in Runde 8 den Krawallstarter, killt Überklaus und holt euch den Chip. Fahrt dann zum Blackwater-See, aktiviert den Strom und nehmt das Glas voll Sporen mit. Fahrt weiter zu Ashwood, aktiviert den Strom und montiert Pack-a-Punch. Holt dann Klaus aus seiner Zelle, fahrt zum Saya-Kosmodrom und holt euch das Ätherfass. Stellt es auf die Ladefläche von Tessie, fahrt zu Ausfahrt 115 und holt euch den Scheusal-Kadaver. Fahrt zurück zu Ashwood, füllt das Ätherfass beim Generator und montiert den Scheusal-Kadaver an Tessie. Füllt das Fass dann beim Blackwater-See und dann bei der Farm und baut euch die Necrofluid-Handschuh-Wunderwaffe. Das ist die einzige Waffe, die sich nicht durch das Samanthas Zeichnung-Relikt ändert, solange ihr das Spiel nicht beendet und neu ladet. Platziert dort auch gleich die Sporen beim Kadaver. Springt nach Ashwood, ruft Tessie und beschwört euer Irrlicht, indem ihr viel Schaden auf einmal macht. Das macht ihr am einfachsten mit Explosionen oder Tessie. Holt euch dann das Pulver der Vergessenen. Springt zum Saya-Kosmodrom, interagiert mit dem Pulver in der Garage und schaut, welche Zutaten ihr braucht. Holt euch dann die 3 Zutaten. Nutzt zum Besorgen der Zutaten, soweit es geht, die Jump-Pads und ruft Tessie dann in Ashwood zu euch, um Zeit zu sparen. Falls ihr das Teil von dem Bären braucht, könnt ihr einen spawnen lassen, indem ihr die 3 Totenköpfe beim Saya-Kosmodrom mit dem Necrofluid-Handschuh abschießt. Holt euch Äffchen oder Kasimir-Granaten und macht den Lockdown-Step in der Garage. Springt nach Ashwood, holt euch mit Tessie die 3 Schlüssel und bringt sie zu dem Würfel in Ashwood. Nehmt und montiert die DG2 Wunderwaffe an Tessie und schießt den Kirchturm an.
Macht dann, wenn es blitzt, die Aufgabe bei Ausfahrt 115 und sonst die beim Saya Kosmodrom und der Farm. Nutzt für alle Aufgaben außer die bei Ausfahrt 115 immer die Jump Pads. Beendet, wenn ihr den Handschuh dreimal erleuchtet habt, die Runde, schießt wieder den Kirchturm an und erleuchtet ihn wieder. Fahrt dann zur Ausfahrt 115 und macht dort die Aufgabe. Falls es nicht blitzt und donnert, schießt dort mit Tessie die 3 funkensprühenden Laternen an, dann fängt es an zu blitzen. Parkt für die Aufgabe Tessie hinter dem Lastwagen. Holt dann Klaus und schickt ihn in die Garage zur Hebebühne und schießt erst dann schnell mit dem erleuchteten Handschuh auf die Uhr. Sprintet ins Diner, schlagt die Kasse und wartet, bis die Seele zur Kellnerin fliegt und sie aufsteht. Rammt den Lastwagen und wartet, bis der Trucker aufsteht und holt dann noch den Mechaniker in der Garage ab und klettert dort aufs Dach. Lockt erst den Mechaniker, dann den Trucker und dann die Kellnerin in die Blitze. So schafft ihr es mit einem Versuch, wenn ihr schnell genug seid. Habt ihr die 3 Aufgaben abgeschlossen, springt zurück zu Ashwood und ruft Tessie. Erleuchtet euren Handschuh und fahrt mit Tessie zum Blackwater-See und macht die Aufgabe. Holt euch dort auch gleich eine Punkteserie wie den Witwelmacher oder die Kriegsmaschine, um beim Boss schnell den Bären killen zu können, falls ihr Tessie reparieren müsst und keinen Ätherschleier mehr habt. Holt euch dann noch Kaugummis, um euren Ätherschleier wieder aufzuladen und Schildbürger oder Koop-Nahtoderfahrung und startet den Bosskampf bei Klaus. Falls ihr die goldene Panzerung noch nicht habt, habt ihr jetzt bei der Farm die letzte Chance, sie euch zu holen. Ihr solltet jetzt zwischen 15 und 20 Minuten für den Bosskampf Zeit haben. Ein paar allgemeine Tipps. Fahrt am besten dauernd langsam mit Tessie in der Arena Richtung außen und bleibt in Bewegung. Der Boss schießt immer direkt in die Richtung, in die ihr euch bewegt. Weicht zeitlich aus oder wendet, sobald rote Kreise vor euch am Boden erscheinen. Nutzt dafür viel die Handbremse. Macht dasselbe auch, wenn ihr zu Fuß unterwegs seid und bewegt euch nie nur gerade in eine Richtung, dann werdet ihr immer getroffen. Manchmal macht der Boss einen Angriff, bei dem er mehrmals nacheinander ein ganzes Viertel der Arena komplett bombardiert. Gebt dann Gas in die Mitte der Arena und auf die andere Seite. Die grünen Pilze, die euer Auto reparieren, spawnen im Verflucht-Modus nur nach einer Immunphase neu. Sammelt sie nur auf, wenn ihr sie braucht. Nutzt immer den Ätherschleier, wenn das Fahrzeug kaputt ist, um es in Ruhe reparieren zu können. Passt aber auf, dass keine roten Kreise beim Fahrzeug am Boden sind, wenn ihr es reparieren wollt. Die Geschosse schlagen auch, wenn ihr schon unsichtbar seid, noch ein. Falls ihr keinen Ätherschleier mehr habt, nutzt eure Kaugummis und notfalls Äffchen oder Kasimir-Granaten, wodurch der Boss und die Bären aber nicht abgelenkt werden, nur die Zombies. Aktiviert immer wieder den Scheusalstrahl und rammt den Boss mit eurem Schub. Rammt wenn möglich immer die Schwachstelle, sobald ihr einen Kopf zerstört habt. Seid ihr beim Boss auf der Seite mit der Schwachstelle, bemerkt er euch einige Zeit nicht und ihr könnt das Geschütz benutzen, bis er euch sieht. Wechselt, sobald ihr rote Geschosse seht, schnell wieder auf den Fahrersitz und fahrt weiter. Schießt in der Immunphase, wenn der Boss mal kurz keine Geschosse schießt mit dem Geschütz auf ihn, wodurch ihr oft triggert, dass ein neuer Lichtstrahl erscheint. Fahrt dann durch den Lichtstrahl, rammt den Boss und schießt schnell mit dem Geschütz auf seine Schwachstelle. Habt ihr den Boss in unter einer Stunde besiegt, bekommt ihr die Visitenkarte. Ein Video mit dem ganzen Gameplay findet ihr auf meinem Kanal. Visitenkarte Nummer 13 ist Geistesblitz. Dafür müsst ihr in Ashes of the Damned das Tank Dempsey Easter Egg machen. Wählt dafür Dempsey als Operator. Geht zu der Stelle im Video zwischen dem Saya Kosmodrom und Ashwood. Interagiert dort mit der Marke am Boden. Ihr werdet in den Wald teleportiert und seht eine Lichtkugel vor euch schweben. Folgt der Kugel, bis sie verschwindet. Bleibt dort und tötet Zombies, bis die Kugel nach einem Dialog zur nächsten Stelle schwebt. Bleibt dort wieder, bis die Kugel weiterfliegt. Sie fliegt zu einem Tempel und ihr müsst dort wieder Zombies killen und den Dialog abwarten. Ihr werdet, nachdem ihr in einen Jünger verwandelt wurde, zurück zur Karte teleportiert und erhaltet zufällige Ausrüstung und die Visitenkarte. Visitenkarte Nummer 14 ist Countdown. Dafür müsst ihr in Ashes of the Damned einen Bären mit einem Sprungpad in die Luft schleudern. Schwächt dafür einen Bären, bis er nur noch wenig Leben hat. Werft in der Nähe von einem Jump Pad ein Äffchen.
Lockt dann den Bären auf das Jump-Pad. Wiederholt das, bis er durch das Jump-Pad gekillt wird und ihr bekommt die Visitenkarte. Visitenkarte Nummer 15 ist The One. Dafür müsst ihr Runde 999 erreichen. Ich bin mit der Visitenkarte selber noch nicht fertig, aber zeige euch, wie ihr sicher und schnell hohe Runden erreicht. Macht die Visitenkarte auf jeden Fall auf Ashes of the Damned wegen den Sägeblattfallen, dem Necrofluid-Handschuh und Klaus. Spielt Solo, um das Spiel immer wieder speichern und beenden zu können, außer ihr wollt tagelang ohne Pause durchzocken. Ihr könnt auch einem Spieler, der gerade Runde 999 ist, beitreten und euch so die Visitenkarte holen. Ich empfehle euch, das Spiel im Verflucht-Modus auf Stufe 3 zu starten, um die goldene Panzerung, Waffenseltenheit Ultra und Waffenstufe 4 freizuschalten. Aktiviert die Relikte Vrillkugel, Spinnenbeute, Matroschka-Puppe und den Zivilschützerkopf, wenn ihr einen extra Süchtig-Kaugummi habt. Sonst passt auch das Drache-Relikt, da ihr bei der Taktik hauptsächlich nur Fallen und den Necrofluid-Handschuh benutzt. Rüstet am Anfang die Giftpflanzen-Feldaufrüstung aus. Bereitet euch 2 Kaugummipakete vor. Für den Anfang des Spiels Kaugummis, um schnell Geld zu machen, und wenn ihr mit dem Zivilschützerkopf-Relikt spielt, extra süchtig. Und eins für hohe Runden mit Kraftfass, Ladespezialist, Lagerkoller, nur nicht hier und starre Augen. Rüstet für Stehvermögen Waffen hoch, Quarterback und heißer Fuß aus. Für schnell Wiederbelebung äquivalenter Austausch, langsamer Tod und Notfallverbandkasten. Für Juggernog Schildkrötenpanzer, gehärtete Platten und langlebige Platten. Für Metzel Macchiato Espresso. Für Tempo Cola überladen, Schnellwechsel und schneller Pitcher. Für Gaia Elixier faulige Aufrüstung, Aasgepäck und pingeliger Esser. Für Todeswahrnehmung 6. Sinn. Für Dr. Niete Dr. Rutscher, Tribologe und Stuntman. Für Eselstritt Freiwurf, voll ausgerüstet und Gratisbeigabe. Für Todesdaikiri Todpunkt, Todesbrecher und Todesrennen. Für Doppelschuss doppeltes Strafmaß, doppeltes Kaliber und Eiltempo. Für Elementarlimo Elektrokirsche, Verwundbohne und Chillbeere. Und für Irrlichtee Maske der Ablenkung, Erweiterung und Abholer. Rüstet für den Lichtheilung Munitionsmod Auffrischung, längeres Leben und zusätzliche Stärke aus. Und für Splitter Explosion Explosionsschild, Explosionsschub und Durchbruch. Für die Giftpflanzen Feldaufrüstung Nesselstoff, grüner Daumen und Extraladung. Und für den Ätherschleier Äthersprint, Extraladung und Erweiterung. Ihr könnt wegen dem Vrillkugelrelikt nur durch den Extrasüchtig oder aufs Hauskaugummi und die Zufallsextras von den TED-Aufgaben mehr als 4 Extras bekommen. Die Zufallsextras von den Giftpflanzen und Mr. Peaks könnt ihr nur benutzen, um euch dauerhafte Extras zu holen. Spielt ihr mit dem Zivilschützerkopf-Relikt, springt am Anfang jeder Runde durch die Gebiete, bis ihr Mr. Peaks auf der Karte findet. Der kann mit Glück am Anfang einer Runde in einem der Gebiete erscheinen. Er bleibt dort nur ca. 1 Minute und verschwindet dann wieder. Benutzt dann den Extrasüchtig-Kaugummi und sammelt die ganzen Extras ein, um einige dauerhafte Extras zu bekommen. Beendet jetzt die Runden nur noch mit Fallen, damit ihr keine Extras mehr verliert. Kills mit Fallen zählen nicht zu Eliminierungen. Ihr könnt das Spiel auch immer wieder speichern und beenden, bevor ihr nach 100 Kills ein Extra verlieren würdet. Dann könnt ihr wieder 100 Kills machen, bevor ihr ein Extra verliert. Platziert immer wieder Giftpflanzen auf den grünen Pilzen und sprüht sie an, um Zufallsextras zu bekommen. Macht sonst immer wieder die TED-Aufgaben und haltet weiter am Anfang jeder Runde nach Mr. Peaks Ausschau. So bekommt ihr schnell alle dauerhaften Extras zusammen. Baut euch früh die Necrofluid-Handschuh Wunderwaffe. Holt euch als Zweitwaffe am besten die Strahlenkanone Mark II. Damit könnt ihr euch bis zu 3-mal wiederbeleben, wenn ihr damit im Eliminator genug Schaden macht. Holt euch Kasimir-Granaten oder Äffchen und eine Kampfaxt. Holt euch eine Kriegsmaschine für die Bären und holt euch immer direkt eine neue, wenn sie leer ist. Kauft euch früh die goldene Panzerung. Nutzt Körpertreffer mit schwachen Waffen, um schnell Geld zu machen. Rüstet, sobald ihr alle dauerhaften Extras habt, den Ätherschleier aus und nutzt ihn, falls es mal knapp wird. Ihr könnt auch immer wieder Klaus rufen, damit er euch wiederbeleben kann, falls ihr mal down geht. Aktiviert abwechselnd bei der Farm und Ashwood die Sägeblattfallen und lasst sie die Zombies killen, um die Runden schnell und sicher zu beenden.
Passt aber auf die Bären und den Doppelgast, der ab Runde 40 jede Runde spawnt, auf, die ignorieren die Fallen. Holt euch für die immer wieder eine Kriegsmaschine oder Jägerbots, um sie mit einem Schuss zu killen. Den Doppelgast könnt ihr auch immer wieder auf ein Jump-Pad locken und damit killen, damit er nicht jede Runde wieder spawnt. Schießt immer wieder mit dem Necrofluid-Handschuh auf den Boden und macht den Stachelüberladen-Angriff. So geht euch Geld und Schrott nicht aus und ihr bekommt immer wieder neue Ausrüstung. Blockiert Zombies ein Stück vor der Falle, damit ihr in Ruhe Kills machen könnt. Nutzt den Nahkampf mit dem Necrofluid-Handschuh oder macht den Stachelüberladen-Angriff, um eure Gesundheit wieder aufzuladen und zu überladen. Schießt die Stacheln immer direkt vor euch auf den Boden und überladet sie, damit öfter eine Gaswolke durch die faulige Aufrüstung-Augmentierung von Gaia-Elixier erscheint. Stellt euch dann rein, um eure Feldaufrüstung wieder aufzuladen. Nehmt beim Wechsel zwischen den Gebieten immer den Necrofluid-Handschuh in die Hand, damit seid ihr am schnellsten. Rutscht immer in die Gegner, um sie schnell zu killen. Durch die Todesrennen-Augmentierung von Todesdaikiri bekommt ihr so bei jedem Kill einen Geschwindigkeitsboost. Passt auf gepanzerte Zombies auf und rutscht wenn möglich immer in die normalen Zombies. Die gepanzerten Zombies gehen nicht mit einmal reinrutschen drauf und ihr bekommt dann auch keinen Geschwindigkeitsschub. Die gepanzerten Zombies machen euch auch viel mehr Schaden als normale Zombies. Bekommt ihr von hinten Schaden, absorbiert eure Panzerung durch die Schildkrötenpanzer-Augmentierung von Juggernog den kompletten Schaden. Zusätzlich bekommt ihr weniger Schaden von hinten durch die Sechster Sinn-Augmentierung von Todeswahrnehmung. Ihr könnt auch mit einer Kampfaxt oder einer anderen Ausrüstung einen Kill machen und bekommt so durch die heißer Fuß-Augmentierung von Stehvermögen kurz einen starken Geschwindigkeitsschub. Benutzt, wenn ihr mal down geht und schon alle dauerhaften Extras habt, immer zuerst euer Selbstwiederbelebungskit. Wechselt dann zu den Giftpflanzen und platziert sie am Ende einer Runde auf den grünen Pilzen und sprüht sie an, um mit Glück ein neues Selbstwiederbelebungskit zu bekommen. Sonst bekommt ihr die Kits manchmal aus den lila Sporen zwischen den Gebieten, von TED-Aufgaben oder selten auch durch Zombie-Kills oder von Bären. Startet TED-Aufgaben immer am Ende einer Runde und macht die Aufgabe nur, wenn ihr nicht das Gebiet halten müsst. Macht die Aufgabe wenn möglich auch bei den Fallen, indem ihr Zombies blockiert. Nutzt sonst eure Ausrüstung und Feldaufrüstung dafür. Habt immer einen Kraftpass-Kaugummi dabei, um eure Feldaufrüstung im Notfall aufladen zu können. Lagerkoller, um eure Kasimir-Granaten oder Äffchen aufzuladen. Und zusätzlich für den Notfall nur nicht Tier- oder starre Augen. Mit der Taktik dauert eine normale Runde so 3 bis 4 Minuten und das Ganze dauert geschätzt 70 bis 80 Stunden. Ein Gameplay mit ein paar High Rounds mit dem gezeigten Loadout findet ihr in der Beschreibung. Visitenkarte Nummer 16 ist Actionheld. Dafür müsst ihr 100 Zombies killen, ohne nachzuladen. Ihr könnt die Visitenkarte mit Visitenkarte Nummer 6 Boote des Untergangs kombinieren. Für die müsst ihr 100 Zombies mit einer einzigen Punkteserie killen. Holt euch dafür auf einer beliebigen Karte eine Kriegsmaschine und spielt so bis Runde 15, damit einige Zombies spawnen. Sammelt einfach immer wieder alle Zombies hinter euch und schießt einmal mit der Kriegsmaschine in die Menge. Killt dann die übrigen paar Zombies mit Tessie, einer Falle oder Ausrüstung. Wiederholt das die nächsten Runden, bis ihr die Visitenkarte erhaltet. Visitenkarte 17 ist Bossansturm. Dafür müsst ihr den Boss in Ashes of the Damned in weniger als 5 Minuten besiegen. Rüstet dafür die NX Verwüster Armbrust mit Dreifachbolzen und Explosivbolzen aus. Die schaltet ihr frei, wenn ihr die Waffe einmal auf die maximale Stufe gelevelt und auf Prestige gegangen seid. Rüstet euch für Schnellwiederbelebung äquivalenter Austausch und langsamer Tod aus. Für Eselstritt Packesel, Plattenjäger und voll ausgerüstet. Für Todesdaikiri toter Kopf, Todesbrecher und toter Satz. Für Doppelschuss doppelte Wirkung und Eiltempo. Und für Elichte Maske der Güte und Erweiterung. Rüstet als Feldaufrüstung den wilden Wächter mit den Augmentierungen Rasendes Feuer, Erweiterung und doppelte Lage aus. Nehmt euch als Kaugummis Kraftfass, Gratisfeuer und Freude am Töten mit. Startet dann Ashes of the Damned im geführten Modus und macht das Easter Egg, bis ihr den Bosskampf starten könnt. Holt euch bis dahin eine Strahlenkanone oder Pistole und wertet sie auf, um euch selbst wiederbeleben zu können, falls ihr down geht. Verbessert die Armbrust auf Stufe 3 und legendäre Seltenheit und holt euch Panzerung auf Stufe 3. Holt euch dann noch fast alle Extras. Gaia Elixier, Elementar-Limo, Todeswahrnehmung und Metzel Macchiato braucht ihr nicht unbedingt. Nehmt euch ein Geschütz und Punktgeschütze mit und holt euch die 3 empfohlenen Kaugummis. Schaut, dass eure Munition voll ist und startet den Bosskampf. Platziert direkt das Geschütz und die Punktgeschütze.
Aktiviert, sobald ihr im Auto sitzt, den Scheusal-Strahl und rammt mit dem Schub den Boss. Steigt dann aus und bleibt in der Nähe vom Fahrzeug. Aktiviert den wilden Wächter und haltet mit der Armbrust auf den Boss, bis die Immunphase kommt. Fahrt dann durch den Strahl, der erscheint, und rammt den Boss. Steigt, sobald die Immunphase endet, wieder aus, bleibt in der Nähe vom Auto und haltet unten mittig auf seine Schwachstelle. Aktiviert dann den Gratisfeuer-Kaugummi und Instakill. Haltet dann mit der Armbrust wieder auf den Boss, bis die nächste Immunphase kommt. Fahrt wieder durch das Licht, das erscheint, und rammt den Boss. Ihr könnt auch mit dem Geschütz von Tessie auf den Boss schießen, um zu triggern, dass ein neuer Lichtstrahl erscheint. Schießt wieder unten mittig auf seine Schwachstelle, bis die letzte Immunphase kommt. Fahrt wieder durch das Licht, das erscheint, und rammt den Boss. Schießt, sobald die Immunphase endet, noch ein paar Mal auf den Boss und ihr erhaltet die Visitenkarte. Falls ihr merkt, dass ihr es nicht innerhalb von 5 Minuten schafft oder down geht, könnt ihr das Spiel speichern und neu laden. Beendet dann die Runde und startet den Bosskampf nochmal. So könnt ihr es in einem Spiel so oft probieren, wie ihr wollt. Ein Video mit dem ganzen ungeschnittenen Bosskampf findet ihr auf meinem Kanal. Visitenkarte 18 ist Kampfkünstler. Dafür müsst ihr Runde 50 erreichen, indem ihr nur Nahkampfwaffen und Kampfäxte einsetzt. Ihr könnt aber noch einiges benutzen, was euch dabei hilft. Rüstet euch für Stehvermögen Sprinter, heißer Fuß und Fußarbeit aus. Für Schnellwiederbelebung letzter Wunsch und Notfallverbandkasten. Für Juggernog reaktiver Panzer, gehärtete Platten und langlebige Platten. Für Metzel Macchiato, Espresso und Schlag und Weg. Für Tempo Cola überladen und schneller Pitcher. Für Gaia Elixier faulige Aufrüstung, Aasgepäck und pingeliger Esser. Für Todeswahrnehmung sechster Sinn und tiefere Einsicht. Für Eselstritt, Freiwurf, voll ausgerüstet und Gratisbeigabe. Für Elementarlimo ist Zitrusfokus und Chillbeere wichtig. Und für Irrlichtee Maske der Güte, Erweiterung und Dynamik. Rüstet für den Feuerwerk-Munitionsmod Sternenexplosion, kurze Lunte und Sternenlicht aus. Rüstet als Feldaufrüstung den Ätherschleier mit leeren Umhüllung, Extraladung und Erweiterung aus. Bereitet euch dann noch 2 Kaugummipakete vor. Wenn ihr es euch einfacher machen wollt, nehmt als Startpaket geheime Kraft und Geschenkgutschein mit. Die restlichen Kaugummis sind hilfreich für höhere Runden und ihr dürft sie alle so oft ihr wollt benutzen. Startet dann Astra Malorum im Verflucht-Modus und nehmt die Relikte Saat, Bus und Drache mit. Wenn es euch nicht stört, dass sich die Nahkampfwaffe jede Runde ändert, könnt ihr auch noch Samanthas Zeichnung mitnehmen, um Stufe 3 freizuschalten. Ein paar allgemeine Infos, was ihr während der Herausforderung machen dürft und was nicht. Ätherschleier dürft ihr mit den empfohlenen Augmentierungen nutzen, so oft ihr wollt, und auch während er aktiv ist mit dem Messer Kills machen. Ihr dürft alle Power-Ups einsammeln und auch die Gratis-Power-Ups auf der Karte abschießen. Passt nur mit Instakill auf, da ihr so Zombies auch ohne Dr. Niete killt, wenn ihr in sie reinrutscht. Dann ist die Herausforderung gescheitert. Mr. Peaks mit einem Ei in der Hand dürft ihr abschießen. Nehmt euch aber am besten über das ganze Spiel keine Zufallsextras auf, damit ihr nicht Dr. Niete bekommt. Die meisten Kills macht ihr mit dem Feuerwerk-Munitionsmod und den dürft ihr auch sicher benutzen. Den Hirnvolle-Mod dürft ihr nicht benutzen. Dr. Niete solltet ihr euch auch nicht holen, da die Herausforderung scheitert, falls ihr einmal aus Versehen einen Hechtsprung macht. Ihr dürft keine Fallen, Punkte, Serien oder Waffen benutzen. Von den Ausrüstungen könnt ihr nur die Kampfaxt und Stim-Injektionen sicher benutzen. Geht sobald ihr könnt ins Museum und macht jede Runde das Grammophon Easter Egg für Schrott. Lasst aber das Zufallsextra liegen. Macht am besten auch sobald eine Verwüsterrunde kommt das Geister Easter Egg. Dadurch könnt ihr euch jede Runde auch einiges an Gratis-Schrott holen. TED-Aufgaben könnt ihr auch immer starten. Ihr dürft die Aufgabe aber nur machen, wenn ihr sie mit dem Messer erledigen könnt. Aktiviert so früh es geht den Strom und holt euch den Feuerwerk-Munitionsmod. Macht dann Punkte, bis ihr euer Messer mit P.E.K.K.A. Punch verbessern könnt und verbessert immer sobald ihr könnt die Seltenheit. Nutzt dafür am besten früh den Kaugummi Totengabe, um mehr Schrott zu bekommen. Sobald ihr 4 Extras gekauft habt, erscheint der Wunderfiss-Automat im Sternguckerhof.
Holt euch dann Metzel Macchiato, Elementar-Limo und Gaia-Elixier. Todesdaikiri und Doppelschuss bringen euch für die Herausforderung nichts. Lauft Runden und messert immer wieder in die Zombie-Horde, um das Feuerwerk auszulösen und lockt dann die Zombies rein. Werft immer wieder Kampfäxte, um eure Bewegungsgeschwindigkeit durch die Augmentierung heißer Fuß von Stehvermögen kurz zu erhöhen. Stellt euch am Ende einer Runde oder wenn gerade ein Feuerwerk ausgelöst wurde, immer in die Gaswolken von Gaia-Elixier, um eure Feldaufrüstung schnell wieder aufzuladen. Vergesst nicht, euch schnell Wiederbelebung wiederzuholen, falls letzter Wunsch ausgelöst wurde. Duckt euch in Verwüsterrunden am besten einfach und messert in die Menge, bis der Feuerwerk-Mod ausgelöst wird und lockt die restlichen Verwüster in die Explosionen. Kauft euch sobald ihr könnt die goldene Panzerung. Immer wenn eine Panzerplatte zerstört wird, werden alle Zombies in der Nähe durch die Juggernaut-Augmentierung reaktiver Panzer betäubt. Denkt immer an eure Stim-Injektionen und den Ätherschleier, falls es mal knapp wird. Nutzt sonst viele Kaugummis und das Feuerwerk, um Zombies schnell zu killen. Sobald ihr Runde 50 erreicht, erhaltet ihr kurz darauf die Visitenkarte. Visitenkarte Nummer 19 ist Einfallsreichtum. Dafür müsst ihr Runde 50 mit aktivierten Drachenflügel und Anwaltsfederrelikten erreichen. Ihr bekommt die Visitenkarte automatisch, wenn ihr Visitenkarte Nummer 8 mythischer Zyniker macht. Für die müsst ihr Runde 50 erreichen, während alle Ashes of the Damned Relikte aktiv sind. Springt in der Timeline zur Visitenkarte Nummer 8, dort erkläre ich eine Taktik, wie ihr easy höhere Runden erreicht. Visitenkarte Nummer 20 ist Flushed for Cash. Dafür müsst ihr insgesamt 25 Millionen Münzen im Dead Ops Arcade Mode gesammelt haben. Das ist die Währung, die ihr im Schlächtermarkt benutzt. In einem guten Lauf im normalen Modus bekommt ihr ca. 200.000 Münzen bis zum Endboss zusammen. Spielt ihr Solo, könnt ihr kurz bevor ihr eine Bonusrunde abschließt, das Spiel speichern und beenden. Dann könnt ihr die Runde nochmal abschließen und den Bonusraum nochmal machen. Das geht auch in Herausforderungsrunden. In denen lohnt es sich mehr, das zu machen. Nutzt sonst Kaugummis, die euch zusätzlich Geld einbringen, wie taktische Entschärfung, Fluchtstrategie und Geschenkgutschein. Sonst könnt ihr auch Kaugummis, die ihr nicht mehr braucht, zerstören und bekommt je nach Seltenheit des Kaugummis Münzen. Für seltene bekommt ihr 500 Münzen, für epische 1250, für legendäre 2500, für Ultras 5000 und für skurrile 100. Die Visitenkarte dauert zusammen mit Visitenkarte Nummer 1, für die ihr 1 Million Kills braucht, am längsten zum Grinden. Visitenkarte Nummer 21 ist echtes Affentheater. Dafür müsst ihr den Papa-Rücken in Dead Ops Arcade 4 im Hardcore-Modus besiegen. Die Visitenkarte ist fast unmachbar, wenn man sich nicht auskennt und auch heftig, wenn man sich auskennt. Macht das auf jeden Fall mit 4 Spielern und spielt mit dem Controller. Ihr braucht ein gutes Team, viel Kommunikation, klare Rollen und müsst euch wahrscheinlich einige Zeit einspielen. Bis zum Bosskampf in Runde 80 dauert es ca. 4 Stunden. Starten wir mit dem Setup. Aktiviert im Menü unter Interface und an Lesbarkeit die hohe Kontrasteinstellung für Feinde. Zusätzlich könnt ihr unter mehr Anzeigen den Hintergrund für noch mehr Kontrast verdunkeln. So seht ihr Zombies viel einfacher, was in späteren Runden extrem hilft, vor allem wenn sie aus dem Boden kommen. Stellt die Kamerahöhe am besten auf hoch oder extrem hoch. Eine wichtige Mechanik ist das Maxed Out. Ziel dabei ist, dass ein Spieler die maximalen Leben, Schübe und Atombomben sammelt. Der Spieler ist komplett maxed out, sobald er das Maximum an Leben, Schüben und Atombomben hat. Legt zu Beginn des Spiels fest, welcher Spieler zuerst auf Maxed Out spielt. Das sollte der beste Spieler sein. Alle 200.000 Punkte bekommt ihr ein Extra-Leben. Überlasst dem Spieler, der auf Maxed Out hinspielt, viele Schätze, alle Atombomben und Schübe und er sollte davon wenn möglich auch keine benutzen. Sobald ein Spieler 9 Leben hat, erhält er statt einem Extra-Leben ein Item. Das ist entweder ein Schild, das Zombies bekehrt, Boxhandschuhe oder ein Sprinkler.
Wenn ein anderer Spieler ein Extra-Leben aufsammelt, bekommt jeder Spieler mit maximalem Leben statt diesen 3 Items entweder eine Atombombe oder einen Schub, je nachdem was ihm noch fehlt. Sobald ein Spieler 9 Leben, 9 Schübe und 9 Atombomben hat, bekommt er, wenn er durch das Sammeln von Punkten ein Extra-Leben erhält, immer den Schild. Sammelt er ein Extra-Leben, das wie eine Buddha-Statue aussieht, auf der Karte auf, bekommt er garantiert einen Helikopter oder einen Panzer. Sobald ein Spieler das Maximum an Leben, Schüben und Atombomben erreicht hat, fängt der nächste Spieler an, auf Maxed Out hinzuspielen. Die anderen Spieler können ihre Atombomben und Schübe jede Runde nutzen, um das Spiel zu beschleunigen und die anderen zu beschützen, wenn es mal knapp wird. Nach jeder Runde bekommt ihr jeweils einen Schub und eine Atombombe umsonst. In den ersten paar Runden braucht ihr keine festen Positionen. Sobald es ca. ab Runde 15 wilder wird, solltet ihr immer eine Seite der Karte aussuchen, wo ihr den meisten Platz habt und die Zombies am weitesten entfernt spawnen. Jeder sollte sich dann so hinstellen, dass die Zombies in einer Linie auf den Spieler zulaufen und dann einfach auf die eine Richtung draufhalten. Schießt bei den anderen Seiten nur mit, wenn auf eurer Seite gerade keine Zombies spawnen. Werden es zu viele Zombies und ihr könnt sie so nicht mehr killen, muss einer anfangen Runden zu laufen, um den Großteil der Zombies zu beschäftigen. Schießt als Läufer immer nur die Zombies vor euch ab und schlüpft durch die Lücken. Lauft am besten einfach im Uhrzeigersinn und wechselt die Richtung, wenn ihr merkt, dass zu viele von einer Seite kommen. Dafür braucht man etwas Übung. Geht ihr down, seid ihr, sobald ihr wieder aufsteht, ca. 8 Sekunden unverwundbar und killt alles, was ihr berührt, auch Elite-Gegner. Nur verstärkte Elite-Gegner mit Lebensanzeige und Bosse killt ihr damit nicht. Lauft in der Zeit durch die Menge und haltet Zombies von euren Kameraden fern. Auch wenn ihr einen Schub benutzt, seid ihr kurz unverwundbar, aber nur ca. 3 Sekunden. Nutzt auch das immer aus. Nach allen 3 abgeschlossenen Runden kommt ihr mit Glück in einen Bonusraum. Der erste kommt nach Runde 3, dann nach Runde 7, dann nach Runde 11 und so weiter. Es gibt hier meistens viele Schätze, Schübe, Atombomben oder Extraleben zu finden. Sucht also immer alle Ecken ab. Manchmal müsst ihr auch geheime Wege freilegen oder finden oder mit der Jetgun Items an euch ransaugen, damit ihr rankommt. Je mehr Schätze ihr einsammelt, desto höher wird euer Punktemultiplikator. So erhaltet ihr immer schneller Extraleben. Wenn ihr sterbt, sinkt der Multiplikator extrem stark. Nutzt also lieber eine Atombombe oder einen Schub, bevor ihr sterbt und den Multiplikator verliert, auch wenn ihr gerade auf Maxed Out hinspielt. Verlasst immer, bevor ihr in den nächsten Raum geht, euer Fahrzeug, den Kampfanzug, den Mängler und die Ego-Perspektive. Es gibt ein paar Bugs, wodurch ihr in einem Raum stecken bleiben könnt oder die farbliche Markierung bei eurem Charakter verliert. Nach Runde 20 kommt der lange Aufstieg. In dem Gebiet gibt es ziemlich am Anfang einen verstärkten Mängler. Killt den Mängler, damit ihr nach dem Gebiet gezielt ein Schicksal auswählen könnt. Killt ihr ihn nicht, bekommt ihr ein zufälliges Schicksal. Habt ihr den Aufstieg geschafft und den Berg gekillt, kommt ihr in die Halle des Schicksals. Hier sind, wenn ihr den Mängler gekillt habt, die Schicksale je nach Stein immer gleich. Der größte Stein ist immer das Schicksal des Glücks. Damit behaltet ihr auch, wenn ihr down geht, mindestens den x2 Multiplikator. Und aufgenommene Items und Fahrzeuge halten 80% länger. Ihr solltet also ab jetzt alle Items aufsammeln, was geht. Der kleinste Stein ist für höhere Bewegungsgeschwindigkeit. Den sollte immer der nehmen, der Läufer ist und Zombies in höheren Runden die ganze Zeit zieht, während der Rest zusammenbleibt und killt. Ihr seid damit das ganze Spiel deutlich schneller. Nach einer Runde bekommt ihr immer 2 Gratis-Schübe, wenn ihr alle benutzt habt, statt einen. Und ihr könnt 10 statt 9 Schübe haben. Der rote Stein ist immer für Feuerkraft. Ihr macht dann 160 statt 80 Schaden pro Kugel. Und zusätzlich halten aufgesammelte Waffen etwas länger. Der letzte Stein, der übrig bleibt, ist das Schicksal der Freundschaft. Dadurch bekommt ihr dauerhaft ein goldenes Hühnchen, das euch folgt und mit derselben Waffe wie ihr schießt. Zusätzlich halten aufgesammelte Hühnchen doppelt so lange. Das Hühnchen legt immer mal wieder weiße oder goldene Eier. Aus den weißen Eiern ist mitunter das Beste, was schlüpfen kann, ein Hühnchen. Aus den goldenen Eiern ein Extraleben für das ganze Team. Das nächste Schicksal bekommt ihr zwischen Runde 40 und 50, sobald ihr die Runde abschließt, in der 2 Bären spawnen. Ihr habt hier immer die Wahl zwischen dem Schicksal des Heiligen Kelchs oder dem Schicksal des Heiligen Schilds. Ich finde das Schicksal des Heiligen Kelchs besser. Mit dem Schicksal des Heiligen Kelchs werdet ihr schneller wiederbelebt.
Belebt euch Koop selbst statt in 60 in 30 Sekunden wieder. Könnt ihr etwas weiter von Teamkameraden wegstehen, um sie wieder zu beleben. Habt ihr, wenn ihr nach einem Tod wieder aufsteht, 25 Sekunden lang einen Geschwindigkeitsboost. Heilt ihr euch 2,5 mal so schnell, wenn ihr Schaden genommen habt. Bekommt ihr alle 150.000 Punkte ein extra Leben statt alle 200.000. Und ihr könnt 10 statt 9 Leben haben. Mit dem Schicksal des Heiligen Schilds halten alle Schild-Items 60% länger. Dazu gehören Fässer, Boxhandschuhe, die Säge und die elektrischen Orbs. Bekommt ihr in jedem neuen Raum kurzzeitig eins der Schilde. Startet ihr jede Runde mit 2 statt einer Atombombe, wenn ihr alle benutzt habt. Und ihr könnt 10 statt 9 Atombomben haben. Zwischen Runde 60 und 70, sobald ihr die Runde abschließt, in der 2 Bären spawnen, bekommt ihr ein Schicksals-Upgrade. Für das Schicksal des Glücks ist das beste Upgrade erhöhte Chance auf Bonusräume oder Abklingzeit des Glücks reduzieren. So halten Items noch länger. Der Spieler, der die Verbesserung erhöhte Chance auf Bonusräume hat, muss dann auch immer der sein, der das Gebiet wechselt, damit sich die Chance auf einen Bonusraum erhöht. Für das Schicksal mit Bewegungsgeschwindigkeit ist das beste Upgrade, dass ihr die neue Runde mit mindestens 4 statt 2 Schüben startet. Oder dass ihr eine Feuerspur am Boden hinterlasst, die Gegnern Schaden macht. Für das Schicksal der Feuerkraft ist das beste Upgrade, die Angriffskraft noch weiter zu erhöhen. Und für den Spieler mit dem goldenen Hühnchen, dem Schicksal der Freundschaft, ist das beste Upgrade, dass das Hühnchen mit Waffen auf höherer Seltenheitsstufe schießt oder sich der Schaden bei allen Zombiearten erhöht. Oder das Upgrade, dass das Hühnchen öfter Eier legt und die Chance auf goldene Eier erhöht ist. Runde 80 kommt der Endboss und es spawnen dauerhaft Zombies. Nutzt hier alles, was ihr noch habt. Sprecht euch ab, wer zuerst seine Atombomben benutzt und fokussiert euch nur auf den Boss. Der beste Spieler sollte als letzter seine Atombomben benutzen. Zündet immer Atombomben, damit ihr die Truhen, die der Boss erscheinen lässt, zerstören könnt. Falls ihr die Truhe nicht innerhalb kurzer Zeit zerstört, rückt die Lore um eine Position weiter vor. Erreicht die Lore das Ende, bekommt der Boss eine Raygun, regeneriert ungefähr die Hälfte seines Lebens und ist dann noch schwerer zu besiegen. Sobald ihr den Paparücken gekillt habt, erhaltet ihr die Visitenkarte. Visitenkarte Nummer 22 ist das übliche bitte. Dafür müsst ihr in einem einzigen Spiel 20 mal Juggernog trinken. Am schnellsten geht es im Koop, es geht aber auch solo. Entfernt bei Juggernog alle Augmentierungen, damit ihr schneller down geht. Startet den Überleben- oder Standardmodus auf einer beliebigen Karte. Verbessert eine Pistole oder Strahlenkanone. Holt euch Juggernog. Killt alle bis auf einen Zombie. Lasst euch von dem letzten Zombie in den Eliminator boxen. Tötet ihn dann schnell, um die Runde zu beenden und wiederbelebt zu werden. Wiederholt das, bis ihr 20 mal Juggernog gekauft habt und ihr bekommt die Visitenkarte. Visitenkarte Nummer 23 ist bereit für die Veröffentlichung. Die Beschreibung dafür stimmt nicht. Ihr müsst für die Visitenkarte alle Augmentierungen für jedes Extra, alle Munitionsmods und alle Feldaufrüstungen freischalten. Hier hilft nur Grinden. Ihr könnt aber Token für doppelte Level XP aktivieren, damit geht es etwas schneller. Visitenkarte Nummer 24 ist neue Hauptrolle. Dafür müsst ihr mit jedem der 8 dedizierten Crew-Operatoren mindestens 1000 Zombies killen. Das muss nicht in einem Spiel sein. Das sind die 8 Operator, bei denen der Hintergrund lila schimmert. Dazu gehören Dempsey, Nikolai, Takeo, Richtofen, Maya, Weaver, Carver und Gray. Spielt ihr Solo, speichert und beendet einfach das Spiel, sobald ihr 1000 Kills habt. Wechselt ihr dann den Operator, könnt ihr mit dem neu ausgewählten Operator das gespeicherte Spiel fortsetzen. Visitenkarte Nummer 25 ist Echos. Dafür müsst ihr in Astra Malorum das Nikolai Easter Egg machen. Wählt dafür Nikolai als Operator. Geht dann zum Rand des Abgrunds in das Gebiet mit Irrlicht-T und holt euch 3 Molotovs. Geht zu der Position im Video und werft ein Molotow die Treppen runter. Ihr seht Fußspuren und müsst jetzt auf die Treppe ein zweites Molotow werfen. Sobald die Fußspuren wieder ein Stück gewandert sind, werft ein letztes Molotow vor euch. Die Fußspuren wandern jetzt zum Höhleneingang.
Dort könnt ihr jetzt eine Ziegenfigur aufnehmen und ihr betretet die Höhle. Ihr durchlauft eine Erinnerung aus Nikolais Vergangenheit und hört einige Dialoge. Seid ihr am Ende der Höhle angekommen und hört keinen Dialog mehr, dreht um und lauft soweit es geht, dann ist der Eingang blockiert. Dreht dann wieder um und lauft soweit es geht, dann kommt nach einem weiteren Dialog ein Dämon und es spawnen Verwüster. Lauft ihr lange genug weg oder lasst euch erwischen, seht ihr noch eine kurze Sequenz und erhaltet die Visitenkarte. Visitenkarte Nummer 26 ist immer noch unbekannt. Sobald darüber was bekannt ist, verlinke ich euch einen Guide in der Beschreibung und schicke Abonnenten eine Benachrichtigung. Visitenkarte Nummer 27 ist Astronomical. Dafür müsst ihr das Astra Malorum Easter Egg mit den aktiven Relikten Spinnenbeute, Zivilschützerkopf und goldener Göffel abschließen. Wenn ihr nicht wisst, wie ihr euch die Relikte holt, findet ihr ein Video in der Beschreibung. Die Visitenkarte ist leider immer noch verbuggt. Sobald man sie freischalten kann, veröffentliche ich ein Video und schicke euch eine Benachrichtigung, wenn ihr den Kanal abonniert habt. Ich zeige euch aber trotzdem, wie ihr die Visitenkarte auch solo locker hinbekommt. Erstellt euch einen Bauplan für die Pistole Jäger 45. Einen Waffenbauer-Code mit meinem Loadout findet ihr in der Beschreibung. Beachtet, dass ihr einmal Prestige mit der Waffe gemacht haben müsst und alle gezeigten Aufsätze freigeschaltet habt. Rüstet für Stehvermögen Pirscher, Quarterback und hartes Ziel aus. Für Schnellwiederbelebung äquivalenter Austausch, karmische Rückkehr und langsamer Tod. Für Juggernaut probiotisch, gehärtete Platten und langlebige Platten. Für Tempo-Cola klassische Formel, Schnellwechsel und schneller Pitcher. Für Gaia-Elixier, Geruch des Todes, Aasgepäck und pingeliger Esser. Für Todeswahrnehmung sechster Sinn. Für Dr. Niete Dr. Rutscher, Umweltschützer und Tribologe. Für Eselstritt Freiwurf, voll ausgerüstet und Plattenjäger. Für Todesdaikiri Toter Kopf, Todesbrecher und Todesrennen. Todesbrecher ist wichtig, damit ihr die Panzerung vom Boss schneller zerstört. Für Doppelschuss Doppelstandard, Eiltempo und doppeltes Kaliber. Für Elemental-Limo Citrusfokus, Verwundbohne und Chillbeere. Und für Irrlichtee Maske der Güte, Erweiterung und Dynamik. Rüstet für Lichtheilung, Auffrischung, längeres Leben und zusätzliche Stärke aus. Rüstet je nachdem, was ihr benutzen wollt, für Wilder Wächter rasendes Feuer, Erweiterung und doppelte Lage aus. Und für den Ätherschleier Äthersprint oder im Koop Gruppenschleier Extraladung und Erweiterung. Aktiviert die Relikte Spinnenbeute, Zivilschützerkopf und goldener Göffel und Teddybär. Den Teddybär braucht ihr nicht unbedingt, aber der tut nicht weh und ihr könnt eure Waffe so auf Stufe 4 verbessern. Mit den Relikten werden Extras extrem schnell teuer, ihr bekommt doppelt so viel Schaden von Feinden und verliert alle 100 Kills ein Extra, außer ihr habt alle dauerhaften Extras. Rüstet den wilden Wächter oder Ätherschleier aus. Erstellt euch 3 Kaugummi-Pakete. Nehmt für den Start extrasüchtig, Rundenstopp und taktische Entschärfung mit. Sonst noch Kaugummis, die euch Geld bringen oder sparen, wie Geschenkgutschein und Panzerbeschaffung. Erstellt euch ein Paket mit doppelte Punkte, Zeitgeschenk, Gratisfeuer, aufs Haus und Totengabe. Nehmt für das letzte Paket für den Bosskampf unbegrenzte Ressourcen, Regentropfen und Gratisfeuer mit. Nehmt im Koop statt unbegrenzte Ressourcen Nahtoderfahrung. Zuerst zeige ich euch, wie ihr euch am einfachsten in niedrigen Runden alle dauerhaften Extras holt. Nutzt den taktische Entschärfung Kaugummi, damit ihr eine Atombombe entschärft, falls ihr versehentlich in eine lauft. Holt euch beim Spawn die Jäger 45 Pistole. Lauft jede Runde über die Karte und haltet nach einem tanzenden Mr. Peaks Ausschau. Die können zufällig an einigen festen Spots spawnen und verschwinden nach kurzer Zeit wieder. Sobald ihr einen gefunden habt, nutzt den Extrasüchtig-Kaugummi. Sammelt dann die Zufallsextras ein, um eure ersten dauerhaften Extras zu bekommen. Holt euch dann noch eine schwache vollautomatische Waffe. Killt Zombies dauernd mit Körpertreffern, um schnell viele Punkte zu machen. Nehmt den Geschenkgutschein-Kaugummi oder nutzt einmal doppelte Punkte und sammelt ein paar Punkte. Aktiviert so früh es geht Packer Punch, damit Oscar spawnt und Ted-Aufgaben erscheinen können. Killt Oscar nebenbei jede Runde mit einer der 3 Fallen und holt euch die LGM-1 Wunderwaffe. Killt, sobald ihr Oscar mit einer Falle zerstört habt, Zombies nur noch mit Fallen, um die Runden zu beenden. Kills mit Fallen zählen nicht zu Eliminierungen und ihr verliert so keine Extras.
Macht immer die TED-Aufgaben, sobald eine erscheint, und haltet weiter jede Runde nach einem tanzenden Mr. Peaks Ausschau. Ihr könnt auch die Easter Eggs mit den Grammophonen für 3 gratis Zufallsextras machen. Falls ihr nach 100 Kills ein Extra verliert, könnt ihr auch einen aufs Haus Kaugummi benutzen. Aktiviert in der ersten Munitionsrunde den Schaukasten im Museum für das Geister-Easter Egg. Aktiviert danach in jeder neuen Runde den Schaukasten, aus dem ihr Stimmen hört. Habt ihr das insgesamt 4-mal gemacht, erscheinen die Geister jede Runde an einer von einigen möglichen Spots auf der Karte. Schaut jede Runde nach den Geistern und holt euch die Belohnungen, um Schrott und dauerhafte Extras anzusammeln. Benutzt, bevor ihr über Runde 10 kommen würdet, einen Rundenstopp-Kaugummi. Habt ihr alle dauerhaften Extras, spielt bis Runde 10. Erst dann fängt Oscar an zu sprechen und gibt euch den Code für die Maschine im Raum mit Pack-a-Punch. Aktiviert ab jetzt immer wieder Rundenstopp, damit die Runde nicht mehr höher wird. Macht alle Schritte für das Haupt-Easter Egg. Nutzt immer wieder Zeitgeschenk oder Gratisfeuer und doppelte Punkte, um schnell Punkte zu machen. Verbessert eure Pistole so hoch es geht. Es reicht auch Pack-a-Punch Stufe 3 und Seltenheit Ultra. Wollt ihr auf Nummer sicher gehen, verbessert sie auf Stufe 4. Holt euch für die Pistole den Lichtheilung Munitionsmod. Macht euch bereit für den Bosskampf. Schießt die gratis Atombombe beim Schleiergang ab, um euren taktische Entschärfung Kaugummi loszuwerden. Holt euch die Kaugummis für den Bosskampf. Kauft euch die goldene Panzerung. Holt euch noch ein Äffchen oder eine Kasimir-Granate und startet den Bosskampf. Ihr killt mit der Jäger 45 Pistole auf Stufe 4 und Seltenheit Ultra in Runde 10 auch Mimiker mit einem Schuss. Weil die Runde so niedrig ist und ihr die goldene Panzerung habt, bekommt ihr von Zombies wenig Schaden. Schießt, sobald der Golem erscheint, eine Schwachstelle frei. Nutzt in der ersten Golem-Phase euren unbegrenzte Ressourcenkaugummi und schreddert den Boss. Benutzt in der zweiten Phase Gratisfeuer und dann den Ätherschleier erst, sobald ihr eine Schwachstelle freigelegt habt. Nutzt, falls ihr mit dem wilden Wächter spielt, erst den und danach noch den Gratisfeuer-Kaugummi. Holt euch in der letzten Phase das Power-Up, das oben bei den Treppen erscheint. Damit lädt sich eine Minute lang eure Ausrüstung wieder auf. Bleibt in Bewegung, haltet von den elektrischen Feldern am Boden Abstand und werft immer wieder Äffchen oder Kasimir-Granaten. Benutzt eure Feldaufrüstung, den Regentropfen-Kaugummi und gebt dem Boss den Rest. Spielt ihr Solo, könnt ihr, falls ihr euer Selbstwiederbelebungskit benutzen müsst, das Spiel speichern und neu laden. Beendet dann die aktuelle Runde und startet den Bosskampf nochmal. So könnt ihr den Bosskampf immer wieder wiederholen. Habt ihr den Boss besiegt, würdet ihr die Visitenkarte erhalten, wenn es nicht verbuggt wäre. Und die Visitenkarte Zombies Dunkle Operationenmeister erhaltet ihr, sobald ihr 15 Visitenkarten in den dunklen Operationen freigeschaltet habt.